Gegen das Portfolio von Schwarzmüller wirkt selbst CinemaScope eher schmalbrüstig. Denn neben den zahlreichen Aufliegern gibt es auch etliche Aufbauten direkt auf dem LKW-Chassis. Bei einem Auflieger ist die Verbindung zur Zugmaschine einfach. Einfach Klinken in die Sattelkupplung und fertig. Bei einem Festaufbau hingegen gestaltet sich das Ganze ungleich komplexer. Daher müssen, analog zu einer Ehe, vor einer dauerhaften Beziehung jede Menge Dinge bekannt sein und beachtet werden. Denn das LKW-Chassis ist mindestens so vielfältig wie das Doppel-X-Chromosom. XY ungelöst. Jedenfalls hier das lange Fernverkehrsfahrerhaus eines 6x4 Scanias, ein Dreiachser mit 2 Antriebsachsen und 3350 mm Radstand und 1350 mm Achsabstand. All das muss gegeben sein und auch der Rahmenüberhang muss passen. Und es braucht noch viel mehr Informationen. Wo sitzt die Luftansaugung, wo der Dieseltank, wie groß ist er, wo der Batteriekasten und der AdBlue-Tank? Und hat der Lkw-Bauer das richtige Übersetzungsverhältnis gewählt? Denn Schwarzmüller präferiert die Kipphydraulik in der Hochdruckversion mit 300 bar. Das heißt, dass gewährleistet sein muss, dass die direkt montierte Pumpe diesen geforderten Druck auch liefern kann. Fragen über Fragen, deren genaue Kenntnis aber elementar sie ist. Der Hilfsrahmen muss nun mal perfekt zum Lkw-Chassis passen. Und wenn nach Prüfung aller Parameter nun grünes Licht für den Hilfsrahmen gegeben wurde, dann können sich unsere Techniker nun endlich der eigentlichen Kippmulde widmen. Die Details dazu liefern wir in Kürze nach.